Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Es gibt natürlich wieder 5 Tipps und Tricks hier präsentiert bei unserem Kona Elektro. Schaut da gerne mit rein. Vielleicht ist da was dabei, was ihr bisher noch nicht kanntet. Oder falls ihr jetzt wisst, wie konnte man das einstellen, jetzt seid ihr vielleicht abgeholter und könnt es auf jeden Fall im Alltag umsetzen. Also ihr seht mal UTV, mein Name ist Max und wir setzen uns mal rein und schauen uns das Ganze an. Wir haben Platz genommen im Auto und gucken uns mal direkt unser Infotainment-System an. Denn als ersten Tipp wollen wir euch heute mal präsentieren, kommen wir häufiger mal die Fragen, wie kann ich meine Heimadresse dann hinterlegen im Navigationssystem, dass ich es nicht jedes Mal raussuchen muss. Und auch das ist tatsächlich eigentlich relativ einfach. Wir sehen es schon zum Beispiel hier als Schnellwahltaste auf unserer Karte, dass wir hier auch schon direkt unser Häuschen mit einem Plus versehen können. Wir machen aber mal den offensichtlichsten Weg. Wir klicken einfach mal in unsere Karte rein. Das ist ja der klassische Weg, den ihr sonst auch gehen würdet. Unten haben wir dann einmal unsere Suchleiste und auch dort seht ihr schon sofort oben links Wohnort. Davor ist jetzt noch ein Plus. Das signalisiert uns auch zum Beispiel, dass noch nichts hinterlegt ist. Das heißt, da klicken wir mal einfach drauf. Und er zeigt uns jetzt zum Beispiel schon mal unsere letzten Ziele in der Form an. Das heißt, wenn ihr da schon hin navigiert habt, dann werdet ihr die auch hier finden können und direkt hinterlegen. Wir machen mal den Weg aber ganz klassisch und suchen die Adresse neu raus und fügen die ganz frisch hinzu. Und ich würde mal sagen, wir klicken mal einfach Auto, Haus anders und packen mal Vechta mit dazu. Ihr könntet natürlich auch die normale Straße eingeben. Bei uns wäre es jetzt aber Karl-Friedrich-Benz-Straße 7, deswegen ist das ein bisschen umfangreicher. Habe ich mir mal eben die Mühe erspart und das Ganze ein bisschen bequemer eingegeben. Und genau, jetzt zeigt er mir natürlich auch die verschiedenen Autohäuser an, die er hier jetzt raussucht. Und na klar, hier oben ist es schon Autohaus anders, Karl-Friedrich-Benz-Straße 7 in Vechta. Schaut mal, das wähle ich in der Form eben mit an und ich klicke unten auf OK. Und da sehen wir schon, der Favorit wurde hinzugefügt. So einfach funktioniert es schon. Wenn ich jetzt in meine Suchleiste klicke, dann seht ihr auch wieder oben links euren Wohnort, aber nicht mehr mit dem Plus davor. Das signalisiert uns jetzt schon mal, dort ist eine Adresse hinterlegt. Und wenn ich jetzt auf meinen Wohnort klicke, okay, das Ziel ist zu nah am Startpunkt. Wir sind natürlich direkt mehr oder weniger am Ziel, deswegen lohnt sich eine Routenführung nicht. Aber genau, da seht ihr natürlich sofort, wenn ihr jetzt das nächste Mal unterwegs seid, dann entweder reinklicken, auf Heimatort klicken oder auch schon hier nur auf eurem Startbildschirm, nenne ich es jetzt mal, habt ihr auch die Möglichkeit, direkt euer Häuschen auszuwählen, um die Routenführung zu starten. Also eigentlich relativ kinderleicht. Schaut mal, dass ihr da eure favorisierten Adressen hinterlegt, damit ihr dann natürlich schneller zum Ziel findet. Als Tipp Nummer 2 geht es nochmal um den Rücksitz-Insassenalarm. Und zwar, wenn ihr hinten die Tür aufgemacht habt und da nur was hingelegt habt oder natürlich auch eine Person dort gesessen hat und ihr dann danach das Auto ausmacht, bekommt ihr auf eurem Bordcomputer einmal eine Meldung, dass ihr doch bitte die hinteren Rücksitze prüfen solltet, dass ihr dort nichts vergessen habt. Das kann natürlich dann hilfreich sein, wenn mal was Kleines da liegt und sagt, ach Mensch, hey, klar, ich muss meine Tasche hinten noch rausnehmen, meine Trinkflasche, was auch immer. Es kann aber auch störend sein, wenn diese Meldung immer kommt. Das dürft ihr natürlich selber entscheiden. Ich zeige euch heute nur, wie ihr das Ganze deaktivieren könnt oder auch aktivieren könnt, je nachdem, welche Funktion ihr davon nutzen möchtet. Und zwar, wir gehen klassisch in die Einstellung, oben links auf Fahrzeug und wählen dann die Kategorie Komfort. Und dann seht ihr es auch schon direkt oben, dass wir hier den Rücksitz-Insassenalarm haben. Den können wir tatsächlich aber auch klassisch ausschalten. Und dann würdet ihr diese Meldung auf eurem Bordcomputer dann beim Verlassen des Fahrzeuges nicht mehr enthalten. Also da schaut mal rein, was für euch besser ist. Genau, wir haben auch eine Kategorie ambiente Beleuchtung. Muss man dazu sagen, klar, wir haben sonst theoretisch schon mal beim Ioniq 6 Licht auch in den Türtafeln und. Das ist hier beim Kona leider ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, auch unsere ambiente Beleuchtung dann natürlich zu verstellen. Und das zeige ich euch natürlich auch, wie. Wir gehen auch hier natürlich klassisch in die Einstellung. Oben links Kategorie Fahrzeug und dann haben wir natürlich hier die Kategorie Licht. Und dann seht ihr auch schon ganz oben
die Ambiente-Beleuchtung. Da klicken wir mal rein. Das heißt, ihr könnt in der Form zum einen die Helligkeit natürlich anpassen und aber auch ein bisschen versteckt, das überliest man ganz gerne, habt ihr auch die Möglichkeit, die Farbe zu wählen. Auch hier könnt ihr natürlich schon mal vorgefertigte Farben in der Form wählen. Jetzt ist es hell, wir sehen leider nichts. Wenn ihr das bei der Dunkelheit natürlich ausprobiert, dann seht ihr natürlich mehr. Oder auch hier die letzte Geschichte, da haben wir dann tatsächlich die Möglichkeit, selber individuell die Farbe anzupassen, wie sie euch gefällt, wenn es die nicht in der Voreinstellung gibt. Also auch hier guckt mal gerne rein. Es ist jetzt eigentlich nachher nur hier so ein bisschen was leuchtet. Beim Kona ist nicht das meiste. Beim Tucson ist es zum Beispiel ähnlich leider. Aber nichtsdestotrotz habt ihr die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen individuell anzupassen. Also schaut da gerne mal rein. Der nächste Tipp ist eigentlich relativ selbsterklärend. Nichtsdestotrotz nehmen wir den mal mit auf. Vielleicht wusste der ein oder andere das ja noch nicht. Und zwar, es geht einmal um unsere Radiosender. Wir klicken mal in ein Radio rein und ihr seht es natürlich, das muss ich euch nicht erklären, wir haben hier die verschiedenen Radiosender. Ihr könnt aber natürlich eure liebsten Radiosender, die ihr gerne hört, als Favoriten natürlich hinzufügen. Und zwar seht ihr sofort hinter dem Radiosender schon gleich die Sternchentaste. Die könnt ihr mitklicken, weil dann ist zum Beispiel hier auch schon sofort in der Form NDR 2 als Favorit gespeichert. Wir packen mal NDR 1 noch mit dazu und wir machen auch hier, wir bleiben mal schön in der NDR-Schiene und packen mal alle drei als Favoriten hinzu. Und zwar, worauf ich hinaus möchte, das ist relativ einfach. Ihr seht oben natürlich auch unter der Kategorie Favoriten, welche sind damit drin. Aber noch einfacher und schöner. Wir gehen mal raus. Ihr müsstet dann nicht unbedingt euch während der Fahrt ablenken lassen. Hier reinklicken, den nächsten Radiosender anklicken, sondern noch wesentlich einfacher. Auf dem Lenkrad habt ihr auf der rechten Seite den Kipphebel hier, neben der Laut- und Leise-Regulierung. Und wenn ich hier die Wippe beklicke, beziehungsweise hin und her klicke, dann seht ihr jetzt auch hier auf meinem Bildschirm, dass ich dann zwischen meinen drei favorisierten Radiosendern hin und her klicken kann. NDR 1, NDR 2 und Blue, was wir hinzugefügt haben. Das heißt, dann schaltet er wirklich nur zwischen eure favorisierten Radiosender hin und her und nicht alle. Und das könnt ihr intuitiv während der Fahrt machen. Falls gerade mal doch der Titel auf dem einen Sender nicht ganz so toll ist, dann schaltet das gerne um. Dafür müsst ihr euch nicht ablenken lassen während der Fahrt durch das Infotainment-System, sondern könnt hier in der Form alles vom Lenkrad regulieren. Aber wie gesagt, erstmal nur die favorisierten Radiosender, es sei denn, ihr seid hier in dieser Übersicht, dann könnt ihr auch hier mit der Lenkradtaste alle Radiosender durchklicken, was aber ziemlich nervig sein kann, weil das wahrscheinlich dann lange dauert, bis ihr den richtigen gefunden habt. Dann lieber nur die Favoriten. Als Tipp Nummer 5 geht es tatsächlich nochmal um die Bluelink-Schnittstelle bzw. My Hyundai App, die Verbindung zwischen eurem Handy und dem Fahrzeug. Das heißt, wie das Ganze zu verknüpfen ist, das haben wir euch schon in ein paar Videos bereitgestellt. Das wollen wir euch gar nicht erklären. Aber es gibt trotzdem noch Kunden. Ich meine, wir sagen das schon immer bei der Auslieferung mit, dass das auf jeden Fall mit verknüpft werden soll. Ich kriege aber auch tatsächlich nochmal andere Anfragen, wo das Kunden in der Form noch nicht gemacht haben. Und zwar erst mit der Verknüpfung über die My Hyundai App und die Aktivierung haben wir auch die Möglichkeit, die Online-Dienste zu nutzen. Das ist zum einen beispielsweise hier, wir klicken mal rein, Wetter. Hier sagt er jetzt, zusätzliche Einrichtungen erforderlich. Bitte abonnieren Sie die Nutzung, den Service in der Bluelink App. Das heißt, damit auch hier die Online-Dienste wie Wetter, Sportereignisse etc. funktionieren würden, muss ich schon mal zwingend die Schnittstelle in der Form mit verknüpft haben. Aber auch, und das ist noch viel wichtiger, wenn ihr tatsächlich die Navigation über euer Haus bzw. über das Infotainment-System Navigationssystem von Hyundai nutzt, darüber jetzt die Routenführung startet, dann ist es so, dass auch erst die Online-Dienste dann zur Verfügung stehen, wenn auch hier die Verknüpfung mit der App da ist. Das heißt, auch dann kriegt ihr die Live-Daten, wenn dann also auf eurer Route, Baustelle, Vollsperrung, großer Stau oder sonst was sein sollte, dann erkennt er das natürlich auch, weil er die Daten abgreift und würde dann natürlich auch intelligenterweise die Route dementsprechend dort umleiten, dass ihr nicht in den Stau zum Beispiel reinfahrt. Aber wie gesagt, das ist ganz zwingend erforderlich mit den neuen Infotainment-Systemen, dass ihr das in der Form auf jeden Fall verknüpft habt, freigeschaltet habt, wie man es auch nachher am Ende des Tages nennen möchte.
Also da ganz, ganz wichtig nochmal der Weg mit dem Zaunpfahl, damit euer Infotainment-System, Navigationssystem komplett vollständig funktioniert mit allen Live- und Online-Daten, ist ganz, ganz wichtig die Schnittstelle zwischen Handy und Fahrzeug. Also da einfach nochmal der Weg mit dem Zaunpfahl, verknüpft es bitte, auch dann könnt ihr hier in der Form alles nutzen, so wie Hyundai euch das auch bereitstellt. Jawohl, und das waren sie auch schon wieder, unsere 5 Tipps und Tricks. Hier präsentiert beim Kona Elektro. Man muss aber auch dazu sagen, selbst wenn ihr den normalen Kona genommen hättet oder auch alle anderen Varianten, die schon dieses Infotainment-System haben, gibt es die meisten Tipps dort genau so. Also, ich hoffe, das Video war natürlich ein bisschen hilfreich. Ihr habt vielleicht wieder das eine oder andere dazu gewonnen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video gerne wieder.